denke halt, dass sich bei uns in Deutschland, und ich schaue da ja ein bisschen anders drauf, weil ich in einem anderen Land lebe, einfach sich eine Mentalität so eingebürgert hat, wo man sich permanent beschwert, beklagt, jammert, über egal was auch immer es ist. Und letztendlich orientieren wir uns alle an einem globalen Markt, ob das im Fußball ist, bei einer Fußball-Weltmeisterschaft ist es global, oder halt in allen anderen Arbeitsbereichen. Ja, ich denke schon, es ist ein Ruck durch die Fußballnationalmannschaft gegangen. Also es war ja eigentlich 2004, wenn man das schaut, so ein bisschen Niedergeschlagenheit und wie geht's weiter, so ein bisschen Lustlosigkeit. Und der Jürgen hat da durch seine positive Art sicherlich für Schwung gesorgt, aber er hat auch den Mut gehabt, viele Veränderungen einzuführen. Und er hat mit Sicherheit ganz klar diese Dinge angesprochen, die im deutschen Fußball zurzeit einfach nicht gut laufen. Schnelles Passspiel. Sind sie nur maximal 5. Männer, das ist was ganz Besonderes heute. Das ist ein Endspiel. Das ist ein Endspiel um die Gruppe. Wenn wir das heute packen, das packen wir heute, dann sind wir einen Riesenschritt weit, alle miteinander. Na, Micha, das ist deine Aufgabe in der WM und es wird die ganz besondere WM für uns alle. Wir fiebern mit auf der Bank, der Rest passiert auf dem Platz. Okay? Freunde, das ist eine einmalige Chance, die wir haben. Und sollte was schief gehen, kann passieren. Standardsituationen, die gehen 1-0 in Führung, ist absolut kein Problem. Das ist kein Problem. Körpersprache, wie ist denn die Körpersprache, Lukas? Brust raus. Ja, wenn was passiert, Brust raus und sofort nachsetzen. Gar kein Problem. Und dann nützen wir den Vorteil im Kopf, dass die stehen im Rücken zur Wand und wir knallen sie durch die Wand hindurch. Das machen wir heute. Wir sind angekommen an einem Punkt, Männer, wo es darum geht, dass jeder, der bei diesem Turnier jetzt dabei ist, Respekt für uns bekommt. Und deswegen, absolutes Muss, von der ersten Sekunde an, macht jeder, aber auch jeder hier drauf seinen Job. Und wenn einer meint, wir können es locker angehen, dann ist er nach 20 Minuten vom Platz. Wenn wir sehen, der Jogi und ich, da läuft was nicht, einer ist gedanklich noch nicht im Spiel, dann ist einer so schnell drin, so schnell können wir gar nicht schauen. Deswegen bitte ich euch, von der ersten Sekunde an, lasst uns den schnell abkaufen. Und deswegen, je stärker wir heute uns Respekt einflößen bei allen Nationen, die da draußen zuschauen, alle Nationen da draußen, die sagen sich, da will keiner mehr gegen Deutschland spielen, keiner mehr, egal ob es England, Schweden oder sonst wer ist. Aber zuerst müssen wir denen müssen wir heute auf die Fresse geben. Wir sind immer in Bewegung, wir sind immer da, wir sind immer auf Tuchfühlung. Ja? Es geht darum, zuzubeißen, kontrolliert, höchst aggressiv, aber diszipliniert. Deswegen haben wir unseren Capitano, die kennen unseren Capitano noch gar nicht. Zweimal haben wir sie im Rande gehabt, ohne Micha. Auch heute sind sie fällig, ich schwör's euch Jungs, die sind fällig. Die sind absolut fällig. Okay? Micha? Hochkonzentriert bis in die Haarspitzen, solange noch welche da sind. Dann müssen wir denen vorne helfen. Das heißt, aber dann müssen wir raus wie die Feuerwehr. Auch von hinten, die hinteren 4 gehen dann sofort miteinander. Dritter Punkt, ganz wichtig. Wenn wir im Ballbesitz sind, wenn wir einen Capitano finden, egal wen wir finden, müssen wir es breit machen, Schweini. Dann musst du raus in die Linie und von der Linie dann wieder reingehen, um dich anzubieten. Gleich Bernd, ne? Jetzt schrauben wir das Ding hier hoch. Überzeugt! Dann machen wir! Und uns helfen, gegeneinander helfen. Ja, wenn der nach außen rennt, muss ich mitgehen. Natürlich, ich kann den einfach laufen lassen. Ja, ich lasse ihn laufen, dann geht rechts durch. Wenn der Schweini da steht, wenn der Schweini auch hinter dem Ball ist, Es gibt Situationen, da musst du einfach mal mitgehen. Ja, aber kann ich nicht immer auf links. Du musst zentral bleiben. Ja, aber wenn der nach außen läuft und der Schwein hat die Mitte besetzt, ist das schon so besetzt. Ist doch egal. Die Position ist besetzt. Jungs, 2 Minuten noch.
angesagt, alles okay, aber lasst uns Regeneration durchziehen. Okay? Ganz wichtig, in 4 Tagen haben wir das nächste Spiel unseres Lebens. Wir wollen mehr, wir wollen das Ding da. Okay? Genießt ein Kompliment, affengeil, Regeneration. Sieg. Freunde, da packt uns keiner mehr, aber gar keiner mehr. Ja? Weil heute gehen wir da raus, das sind 70.000, die warten auf euch mit ihren Herzen. Und wie ihr euer Herz rausbringt heute, und das bringt ihr, weil ihr habt es schon 7 Wochen lang, jeder einzelne von euch hat sein Herz dabei. Dann hauen wir die weg, die Italiener, und machen den nächsten Schritt am Sonntag. Diese Woche sind wir dabei, Geschichte zu schreiben, weil wir packen diesen Moment. Und wir nehmen diese 70.000 Leute da draußen, die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Nicht blindlings, diszipliniert, sorgt der Kapitän dafür. 80 Millionen habt ihr fasziniert. Ihr habt 80 Millionen fasziniert. Und die nehmen wir mit bis zum Sonntagnacht. Wir sind ein Team! Wir sind ein Team! Wir sind ein Team! Danke. Argentinien ist eine Mentalität, eine elitäre Mentalität, die meinen, sie besitzen den Ball, sie meinen, sie besitzen das Spiel. In dem Moment, wenn man ihnen das Spielzeug wegnimmt, ihr Lieblingsspielzeug, den Ball, wenn man ihnen Druck gibt, wenn man ihnen Feuer gibt, wenn sie den Tiger in unseren Augen sehen, verlieren sie ihre Spielweise. Und dann schlagen wir zu, aber brutal. Brutal schlagen wir dazu. Jungs, wir haben 3 Spiele, die für uns die Welt bedeuten. Und es sind unsere Spiele, nur unsere Spiele. Mit allem Respekt für jeden, der da draußen noch mitspielen darf. Aber das entscheiden wir, wer mitspielen darf, nicht die. Wenn man den Hunger, den ihr jetzt 6 Wochen lang entwickelt habt, und diese Bereitschaft zu leiden, wenn er den Willen, diese Leidensfähigkeit heute Mittag reinbringt, leiden zu können, bis zum Extremen zu gehen, und wenn es sein muss, 120 Minuten zum Extrem zu gehen, Freunde, dann wollen wir dieses Ding hier. Sie spielen meistens in 90% der Fälle quer und dann plötzlich steil. Das ist wichtig für die Abwehr. Sie spielen nie selten über die Außenposition, sondern spielen raus, rein und dann in die Tiefe. Crespo, macht diesen Weg, geht weg, macht Platz. Hier. Pass ins Mittelfeld, quer zum Spiel, zurück und dann in die Tiefe. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Spielzug, ja, weil sie nicht häufig, wenn sie hier den Ball haben, direkt reinspielen, raus, die Kelme kommt wieder und dann aus diesem Feld, diesem Bereich in die Tiefe. Wenn es nicht so läuft bei Ihnen, am Anfang sind Sie sehr diszipliniert und korrekt. Wenn es nicht so läuft, dann fangen Sie an, Ellenbogen, irgendwelche Fouls zu provozieren, versuchen Sie den Gegner zu provozieren. Diskutieren und schießen. Ja, Muffe! Die haben Muffe vor euch! Die kommen mit einer vollen defensiven Variante, die wollen uns auskontern, weil sie sich in die Hosen machen. Das heißt für uns, die lassen wir gar nicht zum Atmen kommen. Anne, du ergreifst jede Möglichkeit, damit vorne reinzugehen. Der Tepes, in dem Moment, wenn er sich trennt, ist er gut, dann kriegt er auf dich zu. Der kommt nicht zum Trennen, der spürt deinen Atem. Anne, der spürt deinen Atem, egal wer bei dir kommt, der spürt deinen Atem. Ja? Du machst das Ding dazu, mit dem Peer daneben, mit dem Wetze. Wir ziehen alles zusammen. Vor der Abwehr haben wir die 2 Defensiven. Ist dazu, da ist dicht, da kommt gar keiner. Hier, kommt keiner hier durch.
4 Gründe, warum wir hier im Halbfinale stehen und das Spiel auch heute gewinnen. Nummer 1, Kampf. Absoluter Kampf bis zur totalen Erschöpfung. 2, absoluter Wille. Keinen Ball verloren geben. Jeden Zweikampf hinterher. 3, Mut. So spielen, wie wir es können. Und wir sind verdammt gut, Männer. Und der vierte ist, wir sind ein Team. Und wir gewinnen das Spiel zusammen. Wir gehen jetzt raus und hauen die Scheiße weg! Werden alle in Erinnerung behalten, für Monate. Das ist unser letztes Spiel, bevor wir alle wohlverdient, die alle wohlverdient in Urlaub gehen können. Ja? Das hat eine ungeheure Bedeutung. Wir haben eine unglaubliche Verpflichtung, den 50.000 Verrückten da draußen und Millionen da draußen heute was ganz Geiles abzuliefern. Das heißt, ich muss mich jetzt hochbringen. Ja? Da kommt jetzt mehr heute, da kommt noch mehr, weil du kannst noch mehr. Aber schnörkellos, schnörkellos. Ja? Du fängst nicht an, Portugiesisch zu spielen. Und deswegen will ich, dass uns nicht das passiert, was letztes Jahr beim Confed Cup war, 4-3, offene Türen, weil wir haben eine Verpflichtung dem Kerl hier gegenüber, der sich für uns den Arsch aufgerissen hat jetzt. Ja, was er gemacht hat, ist phänomenal, der Oliver. Also haben wir die Verpflichtung von Oliver, dass wir hinten alles zumachen, überall konsequent die Zweikämpfe suchen. Ja, und von da aus, in einem kompakten Spiel, wie wir es jetzt 2 Monate lang uns da reingetrichtert haben, aus der Kompaktheit heraus in unser Spiel machen. Wann geht's wieder rein? Oliver, geht's wieder rein? 40.